Hallo liebe Leser des Linux-Magazins, hier ist wieder Mike Schilli und für die Januar-Ausgabe 2019, da hat sich die Redaktion etwas ganz Besonderes für euch ausgedacht im Programmier-Snapshot, und zwar einen Programmierwettbewerb. Da nehmen wir die besten Skripte entgegen, die ihr uns entwerft, und dann vergeben wir einige Preise auf die besten. Und zwar habe ich mir dazu eine Aufgabe ausgedacht, ein schönes Puzzle, und das geht folgendermaßen: Ein Fischer fährt in einem Boot über einen See, und dieser See ist in Quadranten aufgeteilt, wie man hier sehen kann, und in bestimmten Quadranten sind Fische drin. Also die Quadranten laufen hier, läuft die X-Achse von links nach rechts und hier läuft die Y-Achse von oben nach unten. Jetzt zum Beispiel im Quadranten 2, 3, x-Wert 2, y-Wert 3. Da ist ein Fisch drin. Und die Aufgabe ist jetzt, schreibt uns ein Skript, damit ein Fischer diese Fische, die in diesem See hier drin sind, möglichst effektiv abfährt. Also ein naiver Ansatz wäre vielleicht jetzt, mal die ganzen Quadranten abzufahren. Da fange ich bei 0, 0 an, fahre ich darüber, und der Fischer, das habe ich vergessen zu sagen, darf immer nur zum nächsten Quadranten, entweder seitlich oder vertikal fahren. Also der darf jetzt zum Beispiel, wenn er am Quadrant 3, 0 ist, darf er in den Quadranten 4, 0 reinfahren, 5, 0 und so weiter. Wenn er jetzt hier am rechten Ende ist, bei 9, 0, dann darf er eigentlich nur zurückfahren oder eben 1 runter, nämlich nach 9, 1. Und der könnte jetzt da so sich durchschlängeln, rum, 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 bis er dann unter dem Ende wieder rechts oder links ankommt, je nachdem, ob das eine gerade oder ungerade Anzahl von Zeilen hier ist. Und kann man hier sehen, ein Beispielskript macht es, aber das ist natürlich nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen, dass ihr vielleicht sogar am Anfang schaut, wo sind die Fische überhaupt drin, und dann ein Skript schreibt, was das Ganze möglichst effektiv und schnell abfährt. Jetzt habe ich euch dazu ein kleines Hilfsskript gebaut, und zwar müssen wir ja auf der Kommandozeile entgegennehmen, wie unser See aussieht und wie unsere Fische verteilt sind. Und da habe ich so ein kleines Skript geschrieben, das das Ganze aufs Terminal hin malt. Also so sieht die Signatur von diesen Skripts aus, die wir erhalten wollen. Einmal nehmen die hier einen Size-Parameter entgegen, wo x mal y als die Anzahl der Quadranten in dem See definiert ist. Also hier zum Beispiel ist dieser See 5 mal 3 groß. Das heißt, die x-Koordinaten laufen hier von 0 bis 4 und die y-Koordinaten laufen hier von 0 bis 2. 5 mal 3, 0 bis 4, 0 bis 2. Und die Fische in diesem See sind mit diesem Fischparameter definiert, und zwar habe ich da immer XY-Werte, und die sind durch x und y ist durch einen Doppelpunkt getrennt, und die einzelnen Koordinaten sind durch Kommas getrennt. Jetzt habe ich hier 0, 0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 4, 1, 4, 2. Kann man hier sehen, wie das hier eingezeichnet ist. Damit ihr das jetzt schön abfahren könnt und euch nicht damit aufhalten müsst, diese Parameter hier zu analysieren, habe ich euch ein Modul geschrieben, Fishing.py. Das definiert eine Klasse, und in dieser Klasse schaut er, was habe ich für Parameter, dann setzt der diese Parameter in diesem Objekt namens Pond, also Pond ist ja Englisch für Teich, und dann könnt ihr in eurem selbstgebauten Skript, zum Beispiel jetzt hier dieses Explore-Skript, sagt ihr einfach, dass das hier euer Pond ist, euer Teich ist, und dann könnt ihr sagen, wie hoch ist der Teich und wie breit ist der Teich hier mit Width und Height. Und wenn ihr, wie zum Beispiel in diesem Draw-Skript, rausfinden wollt, was jetzt zum Beispiel die einzelnen Fische sind, wo die Fische versteckt sind, dann könnt ihr hier
mit Pond Data habe ich ein Array von Arrays. Also sagen wir mal, hier habe ich ein kleines Testskript. Da benutze ich diese Hilfsklasse, die ich euch bereitstelle, damit ihr da euren Algorithmus entwerfen könnt. Und da kreiere ich hier ein Objekt Pond und dann gebe ich einfach aus, was in diesem Punkt Data drin ist. Und da ist für jede Koordinate, wo ein Fisch drin ist, ein Einser, und für jede Koordinate, wo nichts drin ist, eine 0 drin. Wenn ich jetzt hier das mit unseren vorgegebenen Testparametern aufrufe, dann kann ich sehen, dass der hier mir diese spaltenweise ablegt. Also ich habe sehe, der ist 5 mal 3 groß und die einzelnen Spalten sind hier 100, 110, genau wie hier bei diesem Draw-Skript, wo wir das so gemacht haben. Machen wir es mal untereinander, kann man es besser sehen. Und dann sehe ich hier habe ich also 100, 100, 100, 100 und so weiter, und bis die letzte Spalte dann 111 hat. Eure Aufgabe ist jetzt, dass ihr ein Skript schreibt. Das sollt ihr auch Explore nennen, so wie ich das hier gemacht habe. Und das Skript soll diese Parameter entgegennehmen, braucht ihr aber nicht selber zu analysieren, sondern dann könnt ihr meine Klasse nehmen, die ihr euch auf dem Listing-Server des Linux-Magazins runterpumpen könnt. Und dann sagt ihr einfach Import Fishing und könnt dann auf dieses Pond-Objekt, das ihr euch kreiert, zugreifen und dann was Schlaues überlegen, wie kann ich durch diese Daten mich durchwursteln, sodass ich eine Ausgabe kriege, die ungefähr so ausschaut. Also für jede Koordinate, die er gefunden hat, wo nichts drin ist, soll eine 0 stehen, und für jede Koordinate, wo er einen Fisch findet, soll er sagen, dass er hier eine 1 hinschreibt. Das ist wieder dieser ganz simple Algorithmus, wo ich da wirklich so zeilenweise durchgehe und immer mich so durchschlängle, weil ich darf ja immer nur 1 senkrecht oder 1 waagerecht gehen. Und ich darf auch nicht über die Koordinatengrenzen hinausgehen. Also ich muss irgendwie immer auf dem See bleiben und darf nicht an Land gehen zwischendurch. Das wäre noch schöner. Hier kann ich sehen, wie diese Ausgabe aussehen soll von diesem Skript. Also wenn ihr uns ein Skript schickt, dann wollen wir, dass wir das mit streng geheimen Parametern hier aufrufen. Also den See, mit dem wir euer Skript testen, das sagen wir nicht vorher, sondern wir haben 3 Seen definiert mit Fischverteilungen, und ihr müsst einen Algorithmus schreiben, der möglichst flexibel auf diese Vorgaben reagiert. Also ihr schickt uns ein Skript Explore, was dieses Fishing-Modul benutzt, dann rufen wir das auf und dann zählen wir, wie schnell ihr diese Fische findet. Und ihr müsst es ehrlich machen, also ihr könnt jetzt nicht sagen, ja, ich finde das so, sondern das kontrollieren wir dann schon nach, dass da keiner schummelt. Und wir zählen praktisch, wie viele Schritte braucht der Fischer, um diese ganzen Fische zu finden. Und wir schauen ein bisschen drauf, wie effektiv dieser Algorithmus ist. Also wenn jetzt jemand ein Riesenskript schreibt mit künstlicher Intelligenz und so weiter und es flippt dann aus, wenn ich einen größeren See habe oder so, es gibt auch Punktabzug. Also am besten macht ihr ein Skript, explore.py, und wir wollen auch keine externen Bibliotheken reinziehen. Also sonst müssen wir mit pip install alles von Adam und Eva installieren. Also bitte nur ein Skript, was dieses Phishing-Modul verwendet, und sonst nichts, sondern nur Code, und Masse auch nicht so groß. Also sagen wir mal 10 Kilobyte oder so sollten ausreichen, auch für den kompliziertesten Algorithmus, aber ihr könnt es auch lässig in 100 Bytes vielleicht hinkriegen, wenn ihr euch was Schlaues überlegt. Ja, und dann freuen wir uns auf eure Zuschriften. Wenn ihr dieses Phishing-Modul übrigens runterpumpen wollt, da steht im Heft ein Link auf diesen Listing-Server vom Linux-Magazin. Da geht ihr einfach dahin. Es ist momentan noch nicht online, weil ich mache diese Screencasts immer
bevor es dann im Heft tatsächlich erscheint und online ist. Das wird hier verfügbar sein unter diesem Link. Dann wünsche ich euch gutes Gelingen und möge der beste Algorithmus gewinnen. Es gibt Preise und wir werden dann im nächsten Heft eine Auflösung bringen über die Zuschriften, die wir bekommen haben. Und die besten 3 Leser werden genannt werden. Und wenn sie es erlauben, werden wir auch ihre Algorithmen vorstellen. Bis zur nächsten Ausgabe dann und ich freue mich schon auf eure Zuschriften. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Michael Schilli.